Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Ich habe euch heute was Spezielles mitgebracht. Und zwar denke ich, wird das ein Kurzvideo, was ich nebenbei hochladen werde. Den regulären Content bekommt ihr ja immer freitags von mir hochgeladen. Aber ich habe mir überlegt, wenn ich einmal draußen bin, dann schmeiße ich mal kurz die Außenfeuerstelle an. Und was ich darauf kochen möchte, das seht ihr gleich. Also bleibt dran. So, also die Idee ist, jetzt ein kleines Feuerchen zu machen. Und dann werden wir mal Zwiebeln garen, wie das früher gemacht wurde. Und zwar werden wir dafür ein Glutnest errichten. Und in dem Glutnest werden wir die Zwiebeln reinlegen. Die brauchen dann so circa 30 Minuten. Und dann sind die soweit ganz gut. Ich habe das auch noch nicht gemacht. Also ich bin mal gespannt, wie das nachher aussieht. Und ob man die verwerten kann oder ob die komplett verbacken sind. Dann holen wir uns ein paar frische Kräuter aus dem Garten und schauen mal, ob das genießbar ist und ob man das weiterempfehlen kann. Ihr werdet sehen. Wie gesagt, ihr bekommt bei mir immer sehr ehrlichen und authentischen Content. Und die meisten Gerichte, die ich hier vorstelle, habe ich vorher noch nicht gekocht. Genauso ist das mit den Zwiebeln. Wir machen gleich das Feuerchen an und dann geht's los. Ach so, vielleicht noch an meine lieben Zuschauer. Mir ist aufgefallen, oder besser gesagt, kann man das im YouTube ja nachgucken, dass sehr, sehr viele schauen, ohne abonniert zu haben. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr auf Abonnieren klickt und die Glocke. Das hilft mir, als auch dem YouTube-Algorithmus zu sehen, dass das, was ich hier hochlade, dass das auch vernünftig ist und Spaß macht, sich anzuschauen. Deshalb würde ich mich mega freuen, wenn ihr das machen würdet. Genau. Ach so, ja. Und wie ihr mich kennt, die meisten Videos sind nicht so sehr geschnitten, denn wie gesagt, ich stehe auf ehrlichen Content und nicht auf zusammengeschnittenem Kram. Deshalb versuchen wir das so schön wie möglich hier zu machen. So, wir machen jetzt das Feuerchen an und dann geht es auch schon los. Ich habe hier noch mal ein paar Hölzchen mehr geholt dafür, denn wir brauchen für die Zwiebeln ja eine vernünftige Glut. Und die machen wir hier am Rand einfach oder versuchen das mal, ob wir die hier errichtet bekommen. Und dafür nehme ich wieder einen Anzündewürfel. Es geht jetzt am schnellsten. Ihr wisst ja, wie das mit der Zeit manchmal ist. So, heute ist ein bisschen windig, da müssen wir gucken. Aber ich denke mal, das sollte ganz gut funktionieren. Ich habe auch noch ein paar kleinere Holzstücke, die wir jetzt mal da mit reinmachen werden. Ich vermute mal, dass das relativ schnell anfängt, dann auch gleich zu brennen. Und währenddessen das Feuer sich entwickelt, werden wir mal kurz losziehen und schauen, ob wir die Kräuter dafür finden. Denn die Zwiebeln sollen nachher ja tatsächlich mit ein paar Kräuterchen und ein bisschen Butter einfach angemacht werden. Ich denke, das ist sehr ursprünglich und wird sicherlich auch sehr lecker sein. So, hier irgendwo zwischen dem Kürbis haben wir auch ein bisschen Schnittlauch. Da klauen wir uns jetzt mal was. Ist natürlich schwierig mit der Kamera in der Hand oder dem Handy besser gesagt. Ich filme das heute tatsächlich mit dem Handy. Da holen wir uns jetzt was raus. Wie ihr seht, sind da schon die Blüten dran. Haben wir vergessen abzuschneiden, aber so ist das halt. Also ein bisschen Schnittlauch. So, und dann haben wir hier noch den Oregano. Da klauen wir uns auch mal so ein kleines Stängelchen. Machen wir einfach ab. Und das nehmen wir uns auch mit. Genau. Da haben wir noch ein bisschen Zitronenverbene, die nehmen wir uns mal mit. Also die Petersilie, muss ich sagen, die ist nichts geworden. Also da finde ich nichts. Ich muss mal gucken, ob ich noch ein bisschen getrocknete habe. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Mal gucken. So, damit wir nachher auch die Zwiebeln, wenn die fertig sind, schön genießen können, werden wir jetzt noch die kleinen Kräuter klein machen. Hier. Wir haben hier Schnittlauch, dann haben wir hier Zitronenverbene. Und etwas Oregano und eine kleine Minischnecke, die kommt wieder weg. Das haben wir ja frisch aus dem Garten geholt. So, das soll doch schon reichen. Und dann schauen wir mal, wie das hier so weitergeht. Das Oregano ist noch ein bisschen groß, das machen wir noch ein bisschen kleiner. So, gut. So, ich filme das jetzt mal mit der Hand. Also wie ihr seht, sind noch ein paar große Stücke da. Die ziehen wir gleich zur Seite, damit die uns nicht alles verbrennen hier. Und dann haben wir ja auch schon ordentlich Glut hier unten.
in der Ecke. Und da werden wir jetzt die Zwiebeln reinwerfen. Und ich gehe mal davon aus, die sind relativ klein, die werden in einer halben Stunde gut sein. Das Rezept sagt 30 bis 45 Minuten, aber es sind größere Zwiebeln. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wenn es nichts wird, wird es nichts. Aber ihr wisst ja, authentisch und ehrlich, wir schauen mal. Also wir schmeißen die jetzt einfach in die Glut, verteilen die so ein bisschen. Die Haut der Zwiebel wird die schützen, dass die nicht direkt verbrennen. Ist ordentlich heiß. Und hier noch ein Stückchen Blut rumfliegen. Das ziehen wir ein Stückchen zur Seite. Nicht, dass es dann doch noch ein bisschen abfackelt. So, dann lassen wir die jetzt einfach daran ziehen. Vielleicht machen wir einen kleinen Versuch und decken die hier vorne ein Stückchen ab. So. Einfach mal Entschuldigung, der Qualm ist mir gerade in die Augen gekommen. Einfach mal auszuprobieren, ob abgedeckte Zwiebel besser funktioniert, wenn die auch von oben was Hitze bekommen. Und dann warten wir einfach mal ab, wie das gleich aussieht. So, wir drehen die Zwiebelchen jetzt nochmal um. Und dann denke ich mal, können wir die gleich schon runternehmen und gucken mal, ob die gut geworden sind. Die sehen auf jeden Fall gar nicht so schlecht aus. Ich denke, die sind eigentlich schon so gut wie fertig. Rutschen wir sie noch mal ein bisschen mit der restlichen Glut zusammen. Schmeiß mal was oben drauf. Und dann bin ich mal gespannt, wie das so schmeckt. Ich denke mal, die Zwiebeln sind jetzt gut. Wir sammeln die jetzt mal aus der Glut und legen die mal mit auf den Teller auf den Teller. Jetzt ist schon wieder Quatsch. Wir legen die mal auf das Brettchen mit den Kräutern und holen die gleich mal mit hoch und schauen mal, ob die wirklich gut sind und ob wir die genießen können oder ob die verbrannt sind oder was auch immer. Da lassen wir uns jetzt mal überraschen. So sieht das aus. Gut, die Zwiebeln sind jetzt soweit fertig. Wir pellen die jetzt mal und schauen mal, wie die innen aussehen. So, ich glaube, die sind tatsächlich gut. Einmal. Oh, die sind teilweise schon richtig schön weich innen. Ja, die ist ein bisschen verbrannt, aber nicht schlimm. Wir gucken mal. Die sieht auch ziemlich gut aus. Ich zeige euch das gleich mal, wie das aussieht. Ah, lecker. Ah, heiß. Die Zwiebelchen jetzt aus. Ein paar sind ein bisschen angesetzt, aber das ist, glaube ich, gar nicht schlimm. Dann kommt da noch ein bisschen Butter zu. So, schön in die Hitze. Und ein paar frische Kräuter drauf. Und dann würde ich fast mal sagen, mit einem Löffel klein machen. Ja, die sind weich, teilweise. Gucken wir mal. Wenn das geschmolzen ist. Ein bisschen Salz drüber. Schmilzen lassen. Dann probieren wir jetzt mal die Zwiebeln mit den Kräutern und ein bisschen Salz. Ja, super. Die frischen Kräuter aus dem Garten, die machen's. Einfach nur mega.